Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mit euch mal wieder über meine Ziele sprechen. Der Monat März ist so unfassbar schnell vergangen für mich und ich würde gerne so ein bisschen mit euch teilen, was ich für Ziele hatte und was ich davon umsetzen kann. Und natürlich würde ich auch gerne meine Ziele für den Monat April mit euch teilen. Der März hat hier in Chile ein total anderes Feeling als in Deutschland, denn das Geschäftsjahr in Anführungszeichen oder das Schuljahr startet hier in Chile am 1. März nach den großen Sommerferien im Februar. Das bedeutet, es fühlt sich so ein bisschen an wie der September in Deutschland, weil alle wieder kommen aus dem Sommerurlaub, alle sind gut gelaunt, alle sind gebräunt, alle hatten einen Monat frei und alle haben Lust, so richtig durchzustarten. Gleichzeitig hat es aber immer noch 30 Grad, so wie im Juli oder August in Deutschland. Also es ist total schwierig, dieses Feeling zu beschreiben, weil das mit keinem Monat in Deutschland so richtig zusammengeht. Also in Bayern geht das Schuljahr ja im September wieder los. Aber ich glaube in anderen Bundesländern auch schon früher, teilweise im August, also vielleicht ist es da so ein bisschen so ähnlich. Jedenfalls herrschte totale Aufbruchsstimmung. Total viele Sachen sind losgegangen, neue Projekte sind gestartet, ich habe neue Anfragen bekommen. Es war eine total aufregende Zeit und ich war so beschäftigt, nonstop mit allen möglichen Sachen, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, so richtig gut zu reflektieren. Und wie immer haben wir gerade Pech und genau jetzt steht unten einer mit dem Laubbläser und reinigt die Straße. Das heißt, wir ziehen um in ein anderes Zimmer. Every time. Ich denke mir immer, es kann doch nicht so schwer sein, einen Tag im Monat zu finden, wo es funktioniert, aber anscheinend doch. Das ist mein Setup für den vergangenen Monat und für den kommenden Monat. Eigentlich wollte ich den März über die ganze Seite und habe geschrieben März, Fokus und Kernaufgaben und Privat. Und dann habe ich nichts mehr geändert, das heißt, ich habe dann jetzt im April einfach noch April-Ziele hingeschrieben und hier noch die Ziele für April ergänzt, weil ich jetzt auch die Seite nicht verschwenden wollte. Sprechen wir also zuerst mal über das, was ich mir im März vorgenommen hatte und was ich davon geschafft habe. Mein größtes Ziel im März war, eine Routine zu finden, vor allen Dingen eine Morgenroutine, die für mich funktioniert und glücklicherweise hat es auch ganz gut geklappt. Dabei geholfen hat mir vor allen Dingen auch die App Structured, die kann ich euch mal kurz einblenden. Finde ich mega nice, weil immer wenn ich mit einer Aufgabe fertig war und dann nicht so richtig wusste, was ich als nächstes mache, dann habe ich quasi in die App geguckt, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte für diese Tageszeit und konnte dann daran wieder anschließen. Es war dann auch gar nicht schlimm, wenn ich quasi rausgeworfen wurde aus meiner Routine durch irgendwas, was außerplanmäßig passiert ist. Weil sobald das Außerplanmäßige quasi abgeschlossen war, konnte ich einfach direkt wieder anschließen und wusste, wo ich am besten weitermache. Ich habe mir vorgenommen, 2 Videos die Woche auf beiden Kanälen zu machen. Eigentlich hatte ich mir sogar nur vorgenommen, 2 Videos die Woche auf dem spanischen Kanal zu machen und ein Video pro Woche auf dem deutschen. Ich habe es aber den ganzen März geschafft, 2 Videos pro Woche auf beiden Kanälen zu machen, was richtig, richtig gut ist. Das habe ich aber auch nur geschafft, weil ich das ganze Filmmaterial von der Reise noch habe. Ich wollte 3 Reels pro Woche machen, das habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe einige Reels im März gemacht, aber nicht 3 pro Woche. Aber es ist auf jeden Fall besser als gar nichts, von dem her bin ich schon sehr zufrieden. Außerdem stand als sehr große Aufgabe auf meinem Kalender, den Führerschein in Chile zu machen. Ich habe sehr viel Zeit da rein investiert. Ich habe euch die ganze Chose in Instagram erzählt. Das ist auch immer noch in meinen Highlights verlinkt aus dem Monat März. Ich mache in Instagram immer ein Story-Highlight für jeden Monat. Da könnt ihr immer auch im Nachhinein nochmal gucken, was bei mir so passiert ist. Jedenfalls bin ich krachend gescheitert an den nötigen Papieren für den Führerschein. Ich bin hingegangen, um ihn zu machen. War vorbereitet, habe gelernt und wollte die Theorie- und Praxisprüfung machen und konnte sie dann leider nicht machen, weil ich keine Bescheinigung habe, dass ich die Schulpflicht erfüllt habe und ich brauche explizit die chilenische Bescheinigung. Um diese Bescheinigung zu erhalten, muss ich mein Abiturzeugnis beglaubigen lassen hier in Chile und das habe ich nicht dabei, weil ich eigentlich der Meinung war, dass mein Masterzeugnis mit Übersetzung und Apostille ausreichend ist, was es nicht ist. Ja, über die Sinnhaftigkeit dieser Sache kann man sich jetzt streiten, aber es ändert nichts. Tatsache ist, ohne mein Abiturzeugnis hier in Chile kann ich den Führerschein nicht machen.
Es ist inzwischen auf dem Weg zu mir. Der Versand dauert allerdings um die 20 Tage und es ist noch nicht angekommen. Also gucken wir mal, ob es demnächst ankommt. Da muss ich es natürlich noch beglaubigen und übersetzen lassen, damit ich mir das chilenische Zertifikat ausstellen kann. Und erst wenn ich das Zertifikat habe, dann kann ich die Prüfung machen. Das heißt, diese Aufgabe ist sauber von den März in den April gerutscht, in der Hoffnung, dass ich das Zeugnis rechtzeitig bekomme. Dann hatte ich noch 2 weitere Ziele, und zwar wollte ich das Onboarding machen bei meinem neuen Arbeitgeber, wo ich ja jetzt in Teilzeit einen Tag die Woche arbeite. Das ist ein Institut an einer Universität und das hat super geklappt. Da bin ich jetzt ins Team integriert, habe meine Aufgaben und ja, starte gerade mit meiner Arbeit durch. Und das zweite war, dass ich mein spanisches Buch besser vermarkten wollte. Dieses Ziel ist tatsächlich leider komplett hinten runtergefallen. Ich habe sehr, sehr viele andere Sachen geschafft im März, aber dieses To-Do habe ich tatsächlich nicht mal angefasst. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden damit, was ich alles geschafft habe, denn es war ein super produktiver Monat. Mein YouTube lief super gut in diesem Monat. Instagram lief auch besser und auch ansonsten privat und allgemein sind sehr viele schöne Sachen passiert. Für meine Freizeit hatte ich 3 Ziele. Ich wollte wieder mehr malen, das habe ich geschafft. Die Bilder habe ich euch in meinem letzten Vlog gezeigt, den kann ich euch gerne da oben mal einblenden. Da habe ich euch so ein bisschen mitgenommen auf die ganzen Abenteuer, die wir im März erlebt haben. Das war nämlich einiges. Also es war noch viel mehr als in dem Video, aber in dem Video habe ich euch die 2 größten Abenteuer gezeigt. Ich wollte meinen Garten wieder aufbauen, nachdem mir ja alles gestorben ist und habe es dieses Mal mit Kräutern versucht und bisher lebt noch alles und gedeiht auch gut, außer Thymian. Mein Thymian, den ich gekauft habe, der ist mir gestorben. Ich weiß leider nicht, woran es liegt. Alle anderen Pflanzen, ja, leben noch und schauen auch nicht krank aus. Und mein letztes Freizeitziel war, dass ich auf den 5 Kilometer Lauf trainieren will, für den ich mich angemeldet habe im Mai. Und das habe ich auf jeden Fall auch gemacht und 5 Kilometer kann ich inzwischen auch ohne Probleme laufen. Jetzt bin ich gerade noch so ein bisschen dabei, an der Geschwindigkeit zu üben. Das heißt, auch das ist natürlich ein Ziel, was ich im April weiter verfolgen werde. Und dann würde ich sagen, springen wir auch gleich in die Kernaufgaben, die ich mir für April gesetzt habe. Und zwar erstmal im Bereich Arbeit, also Selbstständigkeit. Was ich ja gerade schon erwähnt habe, die Vermarktung meines Buches bzw. den Marketingkurs, den ich habe und noch nicht gemacht habe. Also ich habe mir quasi einen Marketingkurs gekauft und mit diesem Marketingkurs zusammen habe ich dieses Buch geschrieben. Aber der Vermarktungsteil, wo quasi das Buch wirklich fertig ist und ich es bewerbe, der fehlt mir eben noch. Das wollte ich eigentlich jetzt, wie gesagt, im März schon anfangen, habe ich nicht und das habe ich mir jetzt fest für April vorgenommen. Was sich wiederholt, sind die 3 Reels pro Woche, denn ich will auf jeden Fall mein Instagram noch weiter ausbauen hier in Chile. Denn hier in Chile ist es so, dass tatsächlich Instagram die wichtigste Social-Media-Plattform ist. Um mich also geschäftlich gut aufzustellen, ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn ich das weiter aufbaue. Auch der Führerschein ist vom letzten Monat rübergerutscht. Immerhin weiß ich jetzt genau, was ich brauche. Ansonsten habe ich eine Anfrage für die erste Kooperation hier in Chile auf meinem spanischen YouTube-Kanal. Und da freue ich mich sehr drüber und ich hoffe, dass wir das im April umsetzen können. Das ist eine Kooperation mit einer Eventagentur, bei der ich für eine Tour eingeladen wurde. Und ich hoffe, wir können das im April umsetzen. Das liegt jetzt nicht ganz allein in meiner Hand, sondern ich bin natürlich davon abhängig, was für Spots sie mir anbieten und ob ich da dann auch wirklich Zeit habe. Aber ich möchte mich auf jeden Fall darauf fokussieren und das auch sauber und gut umsetzen. Und das wird mir auf jeden Fall, das bringt mich auf jeden Fall einen ganzen Schritt weiter in meiner Existenz hier. Und als letzten Punkt habe ich, dadurch, dass jetzt mein Workload im letzten Monat um einiges höher geworden ist, dadurch, dass ich eben diesen neuen Job angefangen habe und dadurch, dass jetzt anscheinend auch endlich mein spanischer YouTube-Kanal gesehen wird von chilenischen Firmen und ich hier auch Kooperationen bekommen kann, dass ich die auch wahrnehmen kann, aber trotzdem nicht aus der Balance komme und trotzdem meine Work-Life-Balance sozusagen halten kann. Das heißt, meine Freizeit auch wirklich gezielt sinnvoll zu nutzen und nicht nur am Handy zu hängen, sondern mir für meine freien Tage Aktivitäten vorzunehmen oder zu planen, aus denen ich Energie ziehe. Also nichts, was mich noch zusätzlich auslaugt, aber Sachen, wo ich weiß, wenn ich letztes Wochenende das und das gemacht habe, dann gibt mir das Kraft für die ganze Woche. Das kann zum Beispiel ein Campingausflug sein, das kann eine Wanderung sein, das kann ein gemütlicher Abend mit Freunden sein. Und dann habe ich noch 4 Ziele für meine Freizeit im April.
Das erste Ziel ist, dass ich die letzten warmen Tage auf jeden Fall noch auskosten will. Wir sind ja jetzt schon offiziell im Herbst, aber die Nachmittage sind immer noch richtig schön warm. Wir haben immer noch gute 30 Grad, also zwischen 25 und 30 Grad jeden Tag, auch wenn es nachts jetzt schon kühler wird. Der Pool macht bald zu und auch viele andere Outdoor-Aktivitäten sind bald nicht mehr möglich. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall noch so gut ausnutzen, wie ich kann, weil ich jetzt schon weiß, dass der Winter wahrscheinlich nicht so einfach wird für mich hier. Der zweite Punkt ist, dass ich gern so eine Art Leseroutine aufbauen würde. Ich würde gern so ein bisschen beobachten, an welchen Tageszeiten und welchen Wochentagen ich mir gezielt Zeit nehmen kann, um Bücher zu lesen, weil ich im vergangenen Jahr gemerkt habe, dass mir das regelmäßige und häufige Lesen sehr, sehr gut tut bei meiner persönlichen Entwicklung und mir das sehr gefehlt hat in dem Jahr davor. Der dritte Punkt ist, dass ich viele Fahrradtouren machen möchte. Ich habe mir jetzt nämlich endlich ein Fahrrad gekauft. Das wird in 2 Tagen geliefert und ich bin schon super excited, endlich ein Fahrrad zu haben nach über einem Jahr. Und ich möchte das auf jeden Fall so gut es geht ausnutzen, hoffentlich ohne, dass es mir geklaut wird. Mal gucken, ob ich den Rekord von Max brechen kann. Der hatte sein Fahrrad ganze 6 Wochen, bevor sie es ihm entnommen haben, sagen wir mal. Ja, also darauf freue ich mich schon sehr, dass ich mit einem eigenen Fahrrad auch mobiler bin. Ich habe ja das vergangene Jahr Bikesharing benutzt, allerdings hat es zunehmend immer schlechter funktioniert, weil oft die Fahrräder nicht in so einem guten Zustand sind oder die App nicht richtig funktioniert hat, also sie quasi angezeigt hat, dass an einem Fahrradständer Fahrräder verfügbar sind, dann ist man da hingelaufen, dann war das kaputt, was verfügbar war, oder es war doch keins verfügbar und dann stand ich da ohne Fahrrad, bin teilweise dann zu spät zu Terminen gekommen. Also ich konnte mich nie darauf verlassen, dass wenn in der App angezeigt wird, dass da ein Fahrrad ist, dass da auch wirklich eins ist. Noch dazu, dass ich oft gern eins benutzt hätte, aber kein verfügbares in der Nähe war, obwohl ich glaube ich von 4 Fahrradständern mindestens hier umgeben bin. Aber anscheinend bin ich hier an so einem Punkt, wo sehr viele Leute Fahrräder aufnehmen und woanders damit hinfahren. So wie ich das ja auch oft mache, bloß meistens ist es bei mir halt so, ich fahre irgendwo hin und fahre ich auch wieder zurück. Aber die meisten Leute fahren anscheinend ins Stadtzentrum oder irgendwo hin und fahren vielleicht mit dem Taxi zurück, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich hier vermehrt sehr viele Probleme, habe mich sehr oft geärgert darüber und habe deswegen beschlossen, mir dann doch ein eigenes Fahrrad zu kaufen. Und das letzte Ziel auf meiner privaten Liste ist, meine Spiritualität wieder zu vertiefen. Das hängt auch so ein bisschen zusammen mit dieser Leseroutine, die ich aufbauen will, in dem Sinne, dass ich halt Bücher zu diesem Thema lese und ich eben merke, wie viele neue Impulse mir das gibt und wie gut mir das tut. Und dazu gehört natürlich auch meine Meditationsroutine, die im März absolut vernachlässigt wurde. Ich habe das überhaupt nicht hingekriegt, das zu halten. Ja, also auf jeden Fall wieder mehr meditieren, lesen zu dem Thema und lernen. Ich bin auf jeden Fall noch in der Lernphase, es macht mir mega viel Spaß und da möchte ich dabei bleiben und das nicht vernachlässigen. Mich würde sehr interessieren, ob ihr euch auch Ziele gesetzt habt für den kommenden Monat. Ich werde auch zeitnah wieder ein Vision Board erstellen. Ich habe ja mein letztes Vision Board gemacht, 2021, glaube ich, im November oder Dezember. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, das werde ich euch nochmal hier oben verlinken. Das werde ich mir selber nochmal anschauen, damit ich auch keine wichtigen Tipps und Umsetzungsmöglichkeiten vergesse, weil ich glaube, das Video war ziemlich gut, was ich da zusammengetragen habe. Jedenfalls war das Vision Board, was ich damals gemacht habe, eines der besten, was ich jemals gemacht habe, oder das Beste. Und so gut wie alles davon ist auch wahr geworden. Ja, aber seitdem habe ich nie wieder Neues gemacht und das möchte ich auf jeden Fall jetzt auch machen, um das ganze Jahr sozusagen in die richtige Richtung zu arbeiten. Ich hoffe, das Video war euch eine Inspiration. Teilt gerne mit mir eure Ziele oder die Sachen, die ihr erreicht habt im vergangenen Monat, worauf ihr stolz seid. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder mit einem neuen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.